flexible Produktionslinien, eine smarte Qualitätskontrolle, eine hochpräzise Bestückung. Die Robotik und die Automatisierung revolutionieren Prozesse in der Fertigung quasi und eröffnen Chancen für mehr Effizienz, für mehr Wettbewerbsfähigkeit. Und darüber und über möglicherweise noch die ein oder andere Herausforderung bei dem Thema möchte ich jetzt sprechen mit Mike Schorer, CEO von Pematec, und Richard Scheicher, Leitung Innovation und Fertigungstechnologie bei der Firma BMK. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass wir über das Thema Automatisierung und Robotik sprechen können. Ist ganz gut, man hat das so ein bisschen hier aus zwei verschiedenen Perspektiven, einmal der Anwender, einmal der Anbieter. Und ich würde gerne starten mit dem Thema oder mit der Frage, Automatisierung ist ja nichts Neues. In der Elektronikfertigung ist es, glaube ich, eine Branche, die da schon sehr viel und sehr früh damit angefangen hat. Wie ist so der Automatisierungsgrad? Gibt es da überhaupt noch Potenzial nach oben oder wie sieht das aus in der Elektronikfertigung? Möchten Sie vielleicht beginnen? Ja, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Wie Sie sagen, ich glaube, in der Elektronikbranche gibt schon viel Automation. Man beschäftigt sich schon relativ lang mit dem Thema. Trotzdem gibt es natürlich auch noch große Potenziale. Ne? Sie haben ja gerade gefragt nach dem Automationsgrad und ich denke, der ist wirklich branchenabhängig und unternehmensabhängig auch sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also wir sehen Unternehmen in unserer Praxis, in unserer täglichen Praxis, die sehr, sehr hoch automatisiert sind, wo man vielleicht schon irgendwo bei 70-80% ist, wenn man über alle Prozesse schaut. Aber wir sehen auch das komplett andere Ende, wo man im Prinzip noch sehr wenig hat und wo man sich gerade beginnt, Gedanken zu machen. Hat natürlich auch sehr, sehr viel mit dem Produktportfolio zu tun. Wie sehen die Stückzahlen aus, die Losgrößen? Weil das natürlich auch oft eine Hürde für die Automation natürlich ist, ganz klar. Okay. Wie sieht es bei BMK aus? So, wie hoch ist da der Automatisierungsgrad? Ja, aus der Anwendersicht würde ich eher differenziert betrachten, und zwar technologiedifferenziert. Im Bereich der SMT-Bestückung ist es mittlerweile hochautomatisiert, verkettete Linien, integrierte optische Inspektionen, Röntgeninspektionen etc. Alles ist da verkettet enthalten und ein sehr, sehr hoher Automatisierungsgrad. In den nachfolgenden Prozessen, THT-Bestückung, aber auch folgende Prozesse, Montagen, Lackierung etc., Sonderprozesse, da sieht es dann doch wiederum sehr differenziert aus, teilweise auch heute noch manuelle Arbeitsplätze, aber auch automatisiert oder auch eine Mischung davon. Und insbesondere bei uns als Auftragsfertiger ist das große Hemmnis, wie es der Herr Schorer schon nannte, High Mix, Low Volume, sprich sehr, sehr viele Produktvarianten. Und das macht es dann natürlich schwer, das auch voll zu automatisieren, diese Flexibilität zu schaffen und die schnelle Umrüstbarkeit zu gewährleisten. Jetzt haben Sie schon so ein paar Dinge angesprochen. Die Elektronikfertigung hat schon so spezielle Anforderungen. Also eine große Produktvariabilität, haben Sie jetzt schon gerade gesagt. Dieses Thema, der Trend zur Miniaturisierung geht ja auch schon seit vielen Jahren, hohe Packungsdichten etc. Sind das nochmal spezielle Anforderungen? Also hat hier schon stellt die Elektronikfertigung schon besondere Herausforderungen bei dem Thema Automatisierung? Ja, die besondere Herausforderung sind die vielen verschiedenen Produkte, die kleinen Losgrößen, zumindest bei uns als Auftragsfertiger, und diese dann in möglichst kurzer Umrüstzeit auch wirklich an der Maschine dann auch fertigen zu können. Das ist die große Herausforderung, die Rüstzeiten möglichst kurz zu halten und letztendlich dann eine effiziente Fertigung gewährleisten zu können. Und da kommt es bei der Automatisierung darauf an, alle möglichen Produktvarianten, klein, groß, miniaturisiert, Leistungselektronik, alle über letztendlich dieselbe Maschine zu bringen. Entschuldigung. Ja, also sehe ich genauso, und ich denke, was ja auch noch dazu kommt, jetzt vielleicht abgesehen von der SMD-Fertigung, wo man sehr, sehr standardisiert unterwegs ist und sehr
immer wieder die gleichen Prozesse hat. Alles, was ja nachgelagert kommt, bis hin zum fertigen Produkt, hat ja auch eine sehr hohe Varianz an verschiedenen Prozessen, die sich in so einem Produkt vereinen können. Und das ist ja, denke ich, nochmal eine zusätzliche Herausforderung zu dem Mix, den man schon an Produkten hat und den Losgrößen und den ganzen Rüstwechseln, die man abdecken muss, dass dann auch noch je nach Produkt verschiedene Prozesse eigentlich gefordert sind. Es gab ja in den letzten Jahren, speziell nochmal beim Thema Automatisierung, noch eine extrem dynamische Entwicklung. Also es gab sehr viele Trends hin auch zu einer einfacheren Programmierung, einfachen Bedienbarkeit der entsprechenden Lösung. Sind das alles Entwicklungen, wo man sagt, da hat sich jetzt auch das Thema Automatisierung in eine Richtung entwickelt, wo man auch dann eher auf solche Anforderungen besser irgendwie eingehen kann, weil man vielleicht irgendwie schneller die Lösung anpassen kann an die entsprechenden Anforderungen und Produktvarianten? Ich könnte zum Beispiel an einer Anwendung Kleberoboter, also ein Roboter, um Klebstoffe, Silikone auf die Baugruppe zu applizieren, bemerken, letztendlich hilft uns ein Roboter, der leicht, also mit Low-Code oder sogar No-Code grafisch programmierbar ist, produktspezifisch teachbar ist. Ja. Das hilft natürlich, die vielen verschiedenen Produkte auf diese Anlage zu bringen. Und das ist sehr, sehr, sehr wertvoll, wenn das immer einfacher und letztendlich der Werker das manche Dinge schon selbst übernehmen kann und hier nicht der Spezialist bereitstehen muss, um jede Produktvariante neu der Maschine beizubringen. Okay. Das heißt, bei BMK arbeiten Sie schon mit solchen einfach programmierbaren Lösungen, so Low-Code. Okay. Ja. Weil das ist ja was sich wirklich in den letzten Jahren so ein bisschen stärker durchgesetzt hat, dass man nicht mehr das Expertenwissen braucht, ne, um so Bedingungen zu machen. Ja. Ganz Ähnliches gilt ja auch im Bereich der optischen Inspektion. Ne? Da haben sich die Systeme und speziell natürlich auch die dazugehörige Software extrem weiterentwickelt, sodass ich heute auch mit viel weniger Detail-Know-how auch hier viel mehr Produkte, viel mehr Varianten abdecken kann. Und auch da, denke ich, hilft das schon deutlich, den Einstieg in automatisierte Prozesse besser zu finden, wie vielleicht noch vor, 10 Jahren. Okay. Und wenn Sie in den Projekten, mit Kundenprojekten zu tun haben, was sind so die größten Anforderungen im Prinzip, die Ihre Kunden haben? Was brennt denen so unter den Nägeln, sag ich mal? Sie meinen jetzt thematisch in Bezug auf die Prozesse? Ja. Ich weiß gar nicht, ob es da so einen echten Schwerpunkt gibt. Wir sehen natürlich grundsätzlich eigentlich immer bei der Elektronik natürlich viele Prüfaufgaben. Ne? Qualitätssicherung ist ja sowieso ein großes Thema. Und gerade wenn wir wieder von High Mix und Low Volume sprechen, ist natürlich auch das Thema Prüfen was heute noch, zumindest was das Bauteilhandling, die Kontaktierung angeht, an vielen Stellen sehr manuell abläuft. Also da sehen wir einen großen Automationsbedarf nach wie vor. Ne, gerade diesen großen Mix dann auch in eine automatisierte Prüfung zu bringen. Geht aber letztlich weiter mit allen Montageprozessen, die auch im Nachgang kommen, Schrauben, Fügen, Kleben. Oder gerade jetzt Kleben ist, denke ich, auch ein gutes Beispiel, ne, das manuell einfach, was die Qualität und die Prozesssicherheit angeht, ja ganz schlecht abbildbar ist. Ne? Also das sind schon wirkliche dann auch teilweise Notwendigkeiten, was die Qualität etc. angeht, eine gewisse Automation zu etablieren. Okay. Hat denn dieses ganze Thema Arbeitskräftemangel, da macht sich das bemerkbar, dass es dann nochmal dem ganzen Thema nochmal eine neue Dynamik gegeben hat? Ich denke, das sind viele verschiedene Faktoren. Arbeitskräftemangel spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. Das ist aber auch der Hochlohnstandort Deutschland, Europa. Damit wir wettbewerbsfähig bleiben, müssen wir in die Richtung Automatisierung gehen, Prozesse, vor allen Dingen ständig wiederkehrende, repetitive Aufgaben automatisiert lösen, damit wir hier wirklich mit höheren Löhnen wie in Deutschland auch wettbewerbsfähig gegenüber Osteuropa oder Asiaten bleiben. Okay. Haben Sie das auch gemerkt, dass es dann ein größeres Interesse oder Nachfrage gibt?
Ja, wobei ich auch das ganz ähnlich sehen würde, dass das letztlich nicht nur durch einen Fachkräftemangel getrieben ist, sondern wirklich auch um das Thema Wirtschaftlichkeit bestmöglich abzudecken, besteht schon einfach ein Automationsdruck. Ne? Wir alle müssen in irgendeiner Form effektiv und wettbewerbsfähig sein und da ist nun mal Automation einfach ein Mittel der Wahl. Ne? Sie haben jetzt gerade gesagt, also Leichtbauroboter war das Stichwort. Das heißt, wir sprechen dann von Cobots oder wie kann ich mir das vorstellen? In diesem Fall, den ich vorhin erwähnt habe, den Kleberoboter, setzen wir tatsächlich einen Cobot ein, aber nicht als kollaborativen Roboter, sondern der ist tatsächlich auch noch in seiner Zelle, weil er eben auch die Dosiernadel an der Hand trägt, am Endeffektor trägt und das natürlich schon dazu, die Zelle dazu beiträgt, dass das sicher betrieben werden kann. In diesem Fall war es letztendlich die leichte Programmierbarkeit, die damals, wir setzen den schon mehrere Jahre ein, damals die Industrieroboter so noch nicht bewerkstelligen konnten und dieser Roboter erleichtert es einfach, jedes Produkt, jede Variante, jede Klebespur individuell zu platzieren und das in einem einfachen Weg. Okay, aber Sie haben gesagt, keine Kollaboration. Ne? Das ist keine Kollaboration. Genau. Ist sowas, ich meine, das war immer so mit der Einführung oder als das Thema Cobots immer irgendwie präsenter wurde, dann gab es so Szenarien, wo dann quasi Roboter und Mensch Hand in Hand arbeiten und dann gab es viele Sachen von Koexistenz über Kollaboration, Kooperation, da gibt es ja auch verschiedene Szenarien. Ist das ein Thema noch, dass man tatsächlich so Szenarien hat, wo Mensch und Roboter miteinander arbeiten oder ist man dann jetzt eigentlich eher davon weggekommen? Also wir sehen es in unserer Praxis nicht allzu häufig, dass es wirklich eine echte Interaktion gibt. Na, oft sind es dann doch wieder, ich sag mal, verschiedene Sicherheitsüberlegungen oder Qualitätsanforderungen etc., die da dazu führen, dass die Roboter dann letztendlich doch irgendwo eingehaust und in einem sicheren Raum sind. Und von daher tun wir dann auch für unsere Projekte eigentlich abhängig vom Anwendungsfall relativ stark unterscheiden oder differenzieren. Was macht an der Stelle Sinn? Sie haben es auch gesagt, ein Leichtbauroboter mit einer einfachen Programmierung kann durchaus Sinn machen, wenn ich möglicherweise viel Varianten habe, viel Interaktion auch mit dem Bedienpersonal, die dann von dieser einfachen Programmierung bedienen. Aber wir haben natürlich auch sehr, sehr viele Anwendungsfälle, die dann in die andere Richtung gehen, wo man einfach die Geschwindigkeit, die Präzision von einem klassischen Industrieroboter wählt, um den Anwendungsfall dann halt ideal zu lösen. Sehen Sie denn, ich hatte jetzt Entschuldigung, wollten Sie noch was zu dem Thema sagen? Ja? Ich sehe es sehr, sehr ähnlich wie der Herr Schugger. Ja. Die reine Kollaboration, da gibt es in der Elektronikfertigung, würde ich sagen, eher selten Aufgaben. Aber die Koexistenz oder Kooperation, die kann ich mir durchaus vorstellen, insbesondere beispielsweise auch bei Montageprozessen, wenn der Werker Dinge übernimmt, die sehr aufwendig zu automatisieren sind oder Materialnachfuhr Ähnliches übernimmt und der Roboter letztendlich die ständig wiederkehrenden Aufgaben oder auch Prozesse wie Schraubprozesse, die dokumentiert werden sollten, vielleicht Drehmoment, Stichwort, dass das dann ein Roboter übernimmt und das parallel zum Werker übernehmen kann, vielleicht nicht direkt am selben Arbeitsplatz, aber in direkter Nähe, in Koexistenz und mit noch sicherem Abstand, damit man auch die Sicherheitsvorkehrungen entsprechend berücksichtigen kann, Kamera oder wie auch immer überwacht, per Laser überwacht, dass der Roboter dann eben bremst oder sogar stoppt, wenn der Werker in die Nähe kommt. Das erscheint mir durchaus als realistische Anwendung. Aber damit beschäftigt sich BMK im Moment noch nicht? Die ersten Überlegungen sind auf jeden Fall schon gediehen, ja. Okay, ja. Gut. Ich hatte jetzt so den einen oder anderen Trend in dem Bereich genannt. Was sind denn aus Ihrer Sicht aktuell so die Trends beim Thema Robotik? Vielleicht, Herr Schorer, wo geht's hin aktuell? Ja gut, was wir natürlich schon
sehen, ich meine, es ist ja übergeordnet sowieso auch an Megatrend, ne, das Thema KI. Wir sehen schon auch, dass es da zumindest vereinzelt erste Ansätze gibt, wo man wirklich auch von dem Thema in der Anwendung dann profitieren kann. Ich habe vorhin schon mal von optischer Inspektion gesprochen. Da ist es ja, oder hat es eigentlich in meinen Augen schon Einzug gehalten. Wir sehen aber auch Anwendungsfälle im Bereich Predictive Maintenance beispielsweise oder auch in der Analyse von Fertigungseinrichtungen. Wir haben ja in der Regel das Glück, schon sehr, sehr viele Daten eigentlich in den Anlagen zu erheben, schon heute, ne, Produktstatus und Betriebsdaten etc. der Anlage. Und da sehen wir zukünftig auch noch einige Anwendungsfälle, um diese Daten einfach intelligent zu verwenden und damit die Linien, den Output und die Qualität dann weiter steigern zu können. Okay, also KI dann im Sinne von, dass ich eine vorausschauende Wartung, wie man das so schön nennt, Predictive Maintenance machen kann, der Roboter in dem Fall? Oder wo kommt tatsächlich ganz konkret KI irgendwo in diesem ganzen Automatisierungsumfeld zum Einsatz? Ja, also nicht nur für eine bessere Vorausschau, was die Wartung angeht, das schon auch, aber im Prinzip auch zur Analyse von Stillstandszeiten, von Störungen in der Anlage, sodass die dann im Prinzip weiter optimiert und der Output weiter erhöht werden kann. Ne, weil ich da einfach mehr Daten in kürzerer Zeit präziser analysieren kann, wie man das vielleicht in der Vergangenheit dann mit klassischen Methoden gemacht hat. Okay, also das wäre das, wo man sagt, da kann man schon jetzt absehen, da wird KI einen Nutzen haben. Der Automatisierung. Davon gehe ich aus, ja. Okay. Beschäftigt sich BMK oder haben Sie schon Lösungen, wo irgendwie KI integriert ist oder ist das ein Thema? In der Tat setzen wir quasi KI schon ein, ja, beispielsweise optische Inspektion, wie es der Herr Schugger schon genannt hat. Ja. Da hilft es ungemein, im Wesentlichen auch im Anlernen der neuen Produkte oder der Produktvarianten, Stichwort Rüstzeit. Das wird wieder eben sehr, sehr kompakt verschiedene Produkte über diese optische Inspektion eben drüber zu bringen und zu prüfen. Das ist ein Aspekt. Ich sehe in der Datenbereitstellung, Datenaufbereitung vielleicht auch Möglichkeiten, aber auch die ganze, ja, vielleicht nennen wir es datengetriebene Intelligenz, die ist vielleicht auch prozessübergreifend notwendig, damit eben aus dem Produkt ein gutes Produkt wird, sicher ein gutes Produkt wird. Da ist die Qualitätsvorausschau ein Thema, da ist die Datenanalyse ein Thema, dass man Prozessoptimierungen umsetzen kann. Da gibt es viele Aspekte, die jetzt, ja, KI ein Baustein ist, aber nicht das Allumfassende sein wird. Das ist aus meiner Sicht noch mehr. Okay. Hat man denn da schon jetzt, Beispiel BMK, schon auch die Basis gelegt, dass man die Daten jetzt im Prinzip verfügbar hat und dann, um dann die mit KI irgendwie auszuwerten? Oder ist das noch ein Thema, dass man überhaupt erstmal schauen muss, dass man die ganzen Daten zusammenbringt und irgendwann so vorbereitet, dass man sie überhaupt erstmal analysieren kann? Vielfach sind die Daten vorhanden, ja, vielleicht nicht komplett durchgängig bis zum allerletzten, möchte ich jetzt gar nicht sagen, bis zum allerletzten Sonderprozess, aber auf das kommt es meines Erachtens gar nicht an. Es kommt darauf an, dass man mit einem Prozess, mit einem Gebiet, einem Bereich anfängt und das dann nach und nach aus- und aufbaut. Und ja, natürlich muss die Datenbasis dazu passen und es müssen Silos aufgebrochen werden, dass die Datenbasis auch gemeinsam letztendlich zur Verfügung steht, damit die KI auch wirklich prozessübergreifend wirken kann. Okay. Also ist schon auch erstmal mit einem gewissen Aufwand vorab verbunden. Das definitiv, ja. Wie ist denn das? Also BMK, EMS-Dienstleister, ich glaube so knapp 2000 Mitarbeiter oder 1,7, 1,8, sowas um den Dreh. Ne? Ja. Das heißt, Sie haben auch die Brille des Mittelstands auf. Aus Ihrer Sicht, wie startet denn der Mittelstand, wie kann denn der Mittelstand ins Thema Robotik, Automatisierung starten? Ist ja schon auch normal für solche Unternehmen nicht so einfach. Ja, am Beispiel BMK,
würde ich sagen, das ist ein kontinuierlicher, jahrelanger Kompetenzaufbau. Was wir schon sehr lange machen, ist in der Prüfadapterentwicklung, Testadapterentwicklung, also produktspezifisch Testadapter aufzubauen, zu entwickeln. Das ist natürlich eine Basis, die Kompetenz dazu. Den Aufbau, den mechanischen Aufbau dazu mit dem internen Betriebsmittelbau, eigene Werkzeugfertigung für die Elektronikproduktion. Das ist ein weiterer Aspekt, aber dann natürlich auch die Kompetenz der Automatisierung, Robotik, dass man sich Konzepte auch überlegen kann, worauf kommt es an, was sind die Herausforderungen, was ist das konkrete Ziel, wie will ich das umsetzen und letztendlich auch das Wissen dafür zu haben, auch einen externen Lieferanten wie Pematech dann letztendlich auch mit ins Boot zu holen, aber die spezifischen Herausforderungen auch gezielt herauszuarbeiten und dem Lieferanten das auch mit zu überbringen. Mhm. Das ist die wesentliche Herausforderung und das ist ein kontinuierlicher Lernprozess, der über Jahre nach und nach aufgebaut werden muss und am besten fängt man mit Partnern an, die die Kompetenz schon mitbringen in einer Anwendung und baut es dann nach und nach für sich auf. Und ja, man darf natürlich nicht die Scheu vor Robotern haben, sondern diese angewandt nutzen. Wie hoch ist denn der Beratungsbedarf aus Ihrer Sicht, wenn Sie jetzt mit Kunden in Kundenprojekten sind? Ja, das ist natürlich wieder relativ individuell. Ne? Ich glaube, der Herr Scheicher hat es schon sehr schön gesagt. Letztlich geht es darum, auch ein gewisses Know-how aufzubauen, um die Themen identifizieren zu können, um die Themen dann auch mit Partnern wie beispielsweise uns abarbeiten zu können. Und da gibt es natürlich Unternehmen, die sind da sehr weit und es gibt halt andere, die stehen noch weiter am Anfang. Ne? Und wir versuchen uns darauf natürlich dann auch ein Stück, so gut es geht, einzustellen. Wenn wir natürlich Themen schon sehr gut aufbereitet bekommen, ist das für uns gut. Ne? Dann kann man sehr schnell mit einer Umsetzung starten. Aber wir können natürlich durchaus auch Unternehmen, die sich jetzt mit dem Thema Automation noch relativ frisch beschäftigen, da auch eine deutlich tieferen Beratungsansatz bieten, ne, dass man einfach zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon überhaupt mal gemeinsam versucht zu identifizieren, was gibt es denn überhaupt für Automationspotenziale und wie könnte man die angehen. Also ich denke, da gibt's viele mögliche Partner, mit denen man zusammenarbeiten kann, die einem da auch wirklich dann tatkräftig unterstützen an der Stelle. Und Sie haben es ja auch gesagt, ich glaube, der Schlüssel ist einfach, dass man dann auch mit kleinen, abgeschlossenen Projekten mal startet und so schrittweise dann auch Know-how aufbauen kann und aus den Projekten dann eben wieder lernt und das erworbene Know-how dann auch im nächsten Projekt eben einsetzen kann. Ich glaube, das hilft natürlich ungemein. Also schrittweise starten. Wie ist denn das aus der Anwendersicht, was so eine Strategie beim Thema Automatisierung ist? Man hat ja dann, wenn man vielleicht so mit Einzelprojekten hat, dann hat man vielleicht auch dann Lösungen von unterschiedlichen Herstellern. Macht es dann manchmal vielleicht auch nicht so einfach. Gut, da gibt es dann auch wieder Softwarelösungen, um das alles irgendwie auch herstellerunabhängig bedienen zu können. Aber wie ist das, wenn man mit so einer Strategie in das Thema Automatisierung startet? Sollte man dann auf solche Dinge auch schon mal achten, welche Hersteller man sich da an Bord holt? Da komme ich jetzt auf den Aspekt des Low-Volume, High-Mix-Ansatzes nochmal zurück. Also geringe Losgrößen, niedrige Losgrößen, genau da kommt es auf die Wandlungsfähigkeit und Flexibilität der Anlage an. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man diese Flexibilität dann eben in der Anwendung auch hat. Ja. Und da muss man dann bei einer gekauften Anlage sehr wohl darauf achten, dass man Produkte auch auf dieser Anlage fertigen kann, die man heute vielleicht noch gar nicht kennt. Okay. Also sprich auch die Herausforderung vielleicht nur in einem gewissen Rahmen kennt. Und das muss man schon versuchen, dass man dann mit beispielsweise offenen Schnittstellen Erweiterungen umsetzen kann
oder einer gewissen Flexibilität letztendlich Ergänzungen einbringen kann, den Arbeitsraum vergrößern kann, ähnliches. Das ist schon sehr, sehr wichtig, dass das auch nachträglich noch möglich ist und letztendlich die Möglichkeiten einer Anlage ergänzt und vergrößert. Okay, also möglichst auf Standards setzen, offene Schnittstellen. Ist da im Prinzip standardisierungsmäßig alles abgedeckt oder gibt es immer noch irgendwo Lücken? Ich denke, die Modularität ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Aspekt, damit man eben auch nachträglich noch Einzelmodule, Funktionen ergänzen kann. Noch Lücken. Ich würde mal sagen, ja, definitiv. Also die Durchgängigkeit von offenen Schnittstellen ist sicherlich noch verbesserbar. Okay. Ja. Hat denn OPC-UA was bewirkt? Ist das ein Thema? Hat das was gebracht in Richtung Standardisierung oder tut man sich da auch schwer? Oder ja. Aus meiner Sicht, es gibt immer mehr Anbieter, Lieferanten, die offene Schnittstellen auch anbieten, wie OPC-UA oder in der Elektronikbranche ist ja das IPC-CFX auch gängig. Das sind durchaus Standards, die mehr und mehr angeboten werden und auch Verwendung finden dann, ja. Okay. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Ja, also gut, wir als Anbieter kommen ja im Prinzip von der anderen Seite. Ne? Also für uns ist es selbstverständlich, dass wir gängige Schnittstellen, wie die gerade genannten, einfach abdecken können und mit unseren Anlagen bedienen können. Und wenn wir größere Projekte umsetzen, dann ist es ja auch oft ein Thema, dass man mit anderen Anlagenmodulen von anderen Herstellern sich irgendwo vernetzen muss. Ja, wir sehen da schon eine gewisse Verbreitung natürlich von all diesen Standards, was es im Grunde einfacher macht, dann mit den anderen Modulen auch zu sprechen. Aber ich glaube, da ist schon auch noch bei dem einen oder anderen ein ganz guter Bedarf, sich da weiterzuentwickeln. Ne? Und ich glaube, das sieht man heute in den Projekten, ne? Der Anteil, den die Software macht, den die Schnittstellen macht, das Datenhandling, der ist einfach über die letzten Jahre immens gewachsen, was die Bedeutung angeht. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man da dann auch Partner im Boot hat, die das eben auch abdecken und bedienen können. Ne? Weil das eine ist eine Maschine, die einen Prozess ausführt, aber das andere ist dann eben das Thema Daten, Schnittstellen, Integration. Ja. Um auf das Thema Rüstzeiten vielleicht nochmal zurückzukommen, die möglichst kurz zu halten, ist das Thema Daten und offene Schnittstelle natürlich ganz, ganz wichtig. Letztendlich hat man ja die Produktdaten alle im System, aber wie kommen sie vom System in die Maschine? Genau zu diesem Zeitpunkt, wenn eben der Auftrag jetzt gefertigt werden soll. Und das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dass man hier versucht, möglichst viele Daten automatisiert bereitzustellen und in die Anlage zu bringen. Ja, ist ein guter Punkt und ich glaube, das muss auch von Anfang an in der Planung berücksichtigt sein, damit man das in einem Projekt auch erfolgreich dann implementieren kann. Wie sieht es dann mit dem Thema Akzeptanz aus? Das ist ja auch immer, glaube ich, bei der Einführung von Automatisierungslösungen und Robotik immer ja ein Thema, die Akzeptanz im Unternehmen dafür zu schaffen. Ist das nach wie vor manchmal eine Hürde bei Projekten? Ich glaube, für uns jetzt weniger, weil wir ja im Prinzip auch ins Spiel kommen, wenn die Entscheidung schon gefallen ist. Wenn schon ein gewisser Bedarf erkannt ist. Klar, wir haben dann schon auch eine Interaktion, sage ich mal, mit den Menschen, die nachher die Anlagen bedienen und betreuen. Also da sehen wir natürlich schon auch, dass wir, ich sag mal, mit einer einfachen Bedienoberfläche, mit logischen Abläufen etc. Einige Hürden noch abbauen können, sodass die Anlagen nachher auch effektiv und erfolgreich betrieben werden. Ne? Also keep it simple letztlich, ne? Dass der Bediener sich da wiederfindet. Aber ich sage mal so, die Grundakzeptanz für oder gegen Automation, die erleben wir jetzt nicht so sehr, weil wir da, glaube ich, einfach schon ein Stück später im Prozess eigentlich aufschlagen. Okay. Wie war das bei BMK oder wie ist das bei BMK? Ja, im Team der Automatisierung Robotik ist es natürlich überhaupt kein Thema. Die wachsen mit dem auf oder leben mit der Automatisierung, mit der Robotik. Aber wenn wir jetzt neue Anlagen in die Fertigung bei BMK integrieren,
merkt man natürlich schon am Anfang eine gewisse Distanz, Vorsichtigkeit, aber letztendlich siegt dann doch immer wieder die Neugier bei den Mitarbeitern und Kollegen, die auf die Anlage dann doch zugehen und doch wissen wollen, wie das letztendlich das Ganze dann funktioniert und abläuft. Und damit verlieren sie dann die Scheu und kommen immer näher. Die Kollegen der Robotik unterstützen da natürlich, dass sie eben diese Scheu verlieren. Schulungen ist auch ein Thema und die Einarbeitung peu à peu wird dann mehr und mehr und damit entsteht dann ein immer tieferes Verständnis für die Maschine, für den Roboter und dann ist auch die Scheu schnell verloren. Man muss die Leute mitnehmen, man muss es schon mal auf dem Schirm haben definitiv. und nicht einfach eine Lösung oben draufsetzen. Ne? Okay. Ich würde gerne zum Schluss vielleicht noch einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Die Entwicklung ist ja mittlerweile so schnell, dass man eigentlich nur in die nahe Zukunft irgendwie blicken kann. Aber wo sehen Sie da neue Entwicklungen oder Trends, die vielleicht in den kommenden 1, 2, 3 Jahren da nochmal gewisse Dinge vorantreiben werden? Also großer Hype ist ja zurzeit Humanoide, auch in der Industrie. Ich weiß nicht, ob das auch was ist, womit Sie sich beschäftigen. Sie haben den Kurzzeittrend angesprochen. Ich glaube nicht, dass die Humanoiden jetzt in der Elektronikfertigung morgen schon Einzug erhalten werden. Es wird sicherlich ein langfristiger Trend sein. Für mich, wie auch schon am Anfang angesprochen, die Koexistenz von Mensch und Roboter im gemeinsam arbeiten im Sinne von, der Roboter macht wiederholende Tätigkeiten, der Werker unterstützt ihn in der Versorgung, in weiteren Arbeiten. Ein Zusammenarbeiten zwischen Mensch und Roboter, das ist das Wichtige. Und ja, natürlich solche Trends wie KI, Modelle, ob jetzt prozessspezifisch oder prozessübergreifend und die Datenbereitstellung und natürlich im Nachgang dann die Datenanalyse, das werden die Kombination dieser vielen Elemente, die werden diese, wie man immer schön sagt, Smart Factory letztendlich zum Leben erwecken oder Leben halten und weiterentwickeln. Okay. Ja, also vieles sehe ich tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ne? Ich denke auch, dass wir jetzt kurzfristig eher weniger Humanoide in der Fertigung sehen werden. Ich glaube, da brauchst du einfach auch noch weitere Entwicklungsschritte, dass das im Industrieumfeld dann einen Mehrwert schaffen kann. Thema KI hatten wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ich denke auch, das ist eigentlich gesetzt, dass das ein Tool ist, das in verschiedenen Bereichen uns weiterbringen wird. Ja, und ansonsten glaube ich aus meiner Wahrnehmung aus dem täglichen Alltag, dass einfach das Thema Low Volume, High Mix uns noch mehr beschäftigen wird wie in der Vergangenheit. Ich meine, für Sie ist es, glaube ich, sowieso immer Thema, aber auch wenn ich so ein bisschen breiter über unseren Kundenstamm schaue, dann habe ich schon das Gefühl, dass Produkte, die man eben früher vielleicht in höheren Stückzahlen gefertigt hat, dass die sich auch bewegen in diesem Bereich Low Volume, High Mix, ne, weil sich einfach auch das Endprodukt, die Anforderungen vom Markt etc. viel mehr in diese Richtung bewegen und das wird für das Thema Robotik, Automation immer eine Herausforderung bleiben und ich glaube, da gibt es dann spannende Themen, wie man sich dem eben noch besser annähern kann und das noch besser automatisieren kann. Okay. Also es wird auf jeden Fall noch weiter Redebedarf geben, auch für die nächsten Jahre beim Thema Automatisierung. Da sehe ich irgendwie gar keine Probleme. Dann bedanke ich mich für das spannende Gespräch. Und ja, also Flexibilisierung steht über allem beim Thema Automatisierung in der Elektronikfertigung, allein schon aufgrund der Produktvarianten. Und wenn man als Unternehmen in die Automatisierung startet oder da weitergeht, dann muss das in der Strategie auch entsprechend abgedeckt werden über Themen wie Daten, wie offene Schnittstellen, Standards und auch KI. Und ja, es ist eine spannende Zeit beim Thema Robotik und Automatisierung. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und folgen Sie uns auch gerne im Conradin YouTube-Channel. Danke.